Ja, lasst uns anfangen. Guten Abend. Herzlich willkommen zum Satsang. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir heute wieder Satsang haben. Die letzten Wochen seit dem letzten Satsang kommen mir vor wie viele Monate. Ich weiß auch nicht warum. Beim letzten Satsang im Oktober haben wir ein Experiment gemacht. Der Satsang damals war zweisprachig, Englisch-Deutsch gemischt. Und heute machen wir wieder einen ganz normalen Satsang auf Deutsch. Ich werde aber Ende Dezember, am 28. Dezember, einen englischsprachigen Satsang machen. Also, falls du lieber Englisch sprichst oder du Menschen kennst, die gerne im Satsang sind, aber nur Englisch sprechen, kannst du die Info gerne weitergeben. Ja, und falls du heute zum ersten Mal hier bist, möchte ich kurz erläutern, was hier überhaupt passiert. Ich habe 25 Jahre mit meinem spirituellen Meister gelebt. Ich war mit ihm unterwegs und in Deutschland, in Europa und im Leben. Und das eine oder andere habe ich in der Zeit gelernt und ich habe jetzt angefangen, einfach selber darüber zu sprechen, was ich gelernt habe und wie das Leben funktionieren kann, wenn man mal dahinter gekommen ist. Ja, und das tue ich in meinen Videos, das tue ich auch hier im Satsang. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du mir gerne eine Frage stellen zu deinem spirituellen Weg oder zu deinem Leben. Das kannst du entweder im Chat machen, also schriftlich, in der Zoom-Übertragung oder in der YouTube-Übertragung. Du kannst aber auch über Zoom direkt mit mir sprechen, wenn du möchtest. Ja, das ist eigentlich schon alles. Das machen wir jetzt 1,5 Stunden lang. Und ich freue mich drauf. Simone, hast du schon eine Frage, die du vorlesen könntest? Ja, Michael, ich habe sogar schon zwei Fragen. Ach, wie schön. Das freut mich. Gabi schreibt, lieber Michael, nach der Trauer um meinen Mann bin ich nun wieder offen für eine neue Liebesbeziehung. Ich lernte Männer kennen, diese interessierten sich auch für mich, hatten aber jeweils eine Partnerin. Erst hatte ich abgelehnt und beim letzten Mann festgestellt, dass er nur eine Affäre mit mir haben möchte. Ich habe dazu zwei Fragen. Ist dies auch vom Leben so gewollt? Also, dass ich momentan gebundene Männer kennenlernen soll? Und wie siehst du das mit den 10 Geboten, insbesondere mit du sollst nicht Ehe brechen? Herzensdank und Grüße, Gabi. Danke, Gabi. Danke für deine Frage. Ja, ich freue mich, dass du das ansprichst. Was du da beschreibst, erleben ganz viele Frauen. Ich habe sogar mal ein Video darüber gemacht, über diese Geschichte zwischen Mann und Frau und warum es da zu so vielen Missverständnissen kommt und äh, warum gerade was den sexuellen Bereich anbelangt, Männer und Frauen scheinbar auf einer völlig anderen Ebene zu sein scheinen. Und ich will nicht sagen, dass das Miteinander zwischen Mann und Frau nur darauf beschränkt ist, aber es spielt doch eine Rolle. Und deswegen ist es ganz gut, darüber Bescheid zu wissen. Und um es ganz kurz zusammenzufassen hier an dieser Stelle, es spielt da Folgendes mit rein. Die Natur hat es so vorgesehen, dass bei den Säugetieren die männlichen Parts, also bei uns die Männer, bei den Menschen die Männer, äh, offen sind für alle Weibchen. Ich will es jetzt mal ganz biologisch, ganz sachlich so ausdrücken. Während die Frauen naturgemäß
das nicht sind. Ja, die, die, die Natur hat nur ein Ziel, die Fortpflanzung zu fördern. Das ist die Grundlage des Lebens. Das ist die Grundlage, warum wir überhaupt existieren. Auf, auf körperlicher Ebene, auf physischer Ebene. Ja, die, das ist eine ganz einfache, natürliche Angelegenheit. Eine Frau die hat einmal im Monat einen Eisprung beim Menschen. Und in der Zeit ist sie offen und sie sucht einen Mann, der, mit dem sie dieses Kind oder ihre Kinder großziehen kann und versorgen kann. Da gehört ja mehr dazu, als nur miteinander zu schlafen. Und der, der weibliche Körper, der ist nur einmal im Monat empfänglich. Und wenn jetzt der männliche Körper auch so gebaut wäre, dann gäbe es fast keine Kinder. Der männliche Körper ist so gebaut, dass der immer zur Verfügung steht. Ja, der männliche Körper bei den Säugetieren kann das Weibchen immer befruchten, wenn das Weibchen verfügbar ist, wenn das möglich ist. Und das ist was, was mich selbst in meinem Leben als jungen Mann oft sehr verwirrt hat. Ich habe mich oft gewundert, ich hab oft das Gefühl gehabt, ich bin für alle Frauen offen. Das ist natürlich rein theoretisch dieses Gefühl, ja. Aber trotzdem, so eine grundlegende Bereitschaft war da schon da, wenn man ganz ehrlich ist. Die meisten Männer sind da halt nicht ehrlich. Aber das hat mich sehr verwirrt. Ich dachte, kann ich nicht lieben? Stimmt was mit mir nicht? Aber irgendwann bin ich dahinter gekommen, dass diese grundlegende Offenheit bei, bei vielen Männern so ist. Ich denke, das kommt daher, dass die Natur das so angelegt hat. Aus einem ganz einfachen Grund, damit es mit der Fortpflanzung gut klappt. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Aspekt des Menschseins und natürlich nur ein ganz kleiner Aspekt des Miteinanders zwischen Mann und Frau. Aber für Männer ist es eine Kraft, die man kennen muss, sonst versteht man sich selbst nicht. Frauen ticken da, meiner Erfahrung nach, meistens anders. Und das führt natürlich zu, ja, zumindest mal zu Missverständnissen. Wenn eine Frau sich einem Mann gegenüber öffnet, dann ist es, ich will es nicht verallgemeinern, sicher nicht bei allen Frauen so, aber meistens so, dass die Frau dann offen ist, nicht nur für eine körperliche Begegnung, sondern auch für ein Miteinander, für eine Beziehung. Und wenn ein Mann offen ist für eine Frau, dann kann das alles Mögliche bedeuten. Nur einmal oder eine Affäre oder eine Beziehung, alles möglich. Und für dich als Frau ist es gut, das zu wissen, dass es bei vielen Männern so ist. Denn wenn du von dir selbst ausgehst, dann denkst du, womöglich, ja, der Mann zeigt Interesse an mir, der will auch eine Beziehung. Dabei weißt du in Wirklichkeit gar nicht, was der will. Wahrscheinlich weiß er es selber auch nicht. Die meisten Männer wissen darüber nicht Bescheid. Und deswegen ist es gut, da ganz genau hinzuschauen. Und ich weiß, es ist nicht so leicht, wenn du einen Mann magst, ja, und dir vorstellen könntest, mit dem zusammen zu sein, dann ist es nicht leicht, das, was man gerne hätte, beiseite zu lassen und ganz nüchtern hinzuschauen, ja, wie ist denn der wirklich? Ja, ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt geht. Du fragtest, ob das jetzt vom Leben für dich so vorgesehen ist. Ich habe jetzt erstmal allgemein geantwortet, einfach weil das dann, ich denke, das ist das, womit du es da zu tun hast.
dass einfach ganz viele Männer offen sind für einen One-Night-Stand oder für eine Affäre oder irgendwas, aber überhaupt nicht verfügbar sind für eine Beziehung. Und was dir dabei hilft, ist, genau zu wissen, was du willst. Vielleicht genießt du das, einfach Sex mit einem Mann zu haben, aber vielleicht bist du alt genug, um zu wissen, dass es das nicht bringt und dass es dir eigentlich nur wirklich Freude macht und es gut für dich ist, wenn du mehr hast als nur so eine flüchtige Begegnung. Und dann ist es gut, das zu wissen, ja, dass du dir dann selber treu bist. Und sobald du merkst, Moment mal, mein Gegenüber tickt hier aber anders, dass du dann auf Abstand gehst. Und es nützt überhaupt nichts, den Mann zu fragen, was er denn überhaupt will. Ich rate dir, das nicht zu tun. Frag ihn nicht. Wenn du ihn fragst, wirst du die Antwort bekommen, die du hören möchtest. Aber nicht, wie es wirklich ist. Die meisten Männer können da nicht ehrlich sein, einfach weil sie es selber gar nicht wissen. Ja? Der Mann trifft sich mit dir und findet dich total toll und verspricht dir alles, weil er in dem Moment wirklich total in dich verliebt ist. Aber 2 Tage später interessiert er sich vielleicht auch für eine andere Frau. Oder er hat eine Partnerin und möchte bei der bleiben. Also Fragen nützt nichts. Ja? Benutz einfach deinen gesunden Menschenverstand. Schau einfach genau hin. Ja? Und dann weißt du, woran du bist. Hör auf dein Gefühl. Du spürst schon, woran du bist bei den Typen. Ja, und du fragst wegen den 10 Geboten, was ich dazu sagen kann. Du sollst nicht Ehe brechen. Bei den 10 Geboten habe ich immer, und zwar bei all den Geboten, folgendes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich gar keine Gebote waren, sondern Beschreibungen dessen, wie man lebt, wenn man weise ist. Ja? Menschen, die weise geworden sind, die erzählen, wie man am besten lebt. Aber dafür braucht man einen Reifegrad, eine Weisheit, eine Lebenserfahrung. Und die kommt durchs Fehlermachen und durchs Andersmachen und durchs Ausprobieren. Es sind keine Gebote, du sollst oder du musst. Aber es ist wie die Quintessenz dessen, was ein alter, weiser Mensch einem Jüngeren, der offen ist, das zu hören, sagt und sagt, hey, wenn du das kannst, lebe so. Dann bist du am gesündesten, dann bist du am heiligsten, dann bist du am glücklichsten. Und dazu gehört für mich auch dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Es hat überhaupt keinen Sinn, das einem jungen Mann zu sagen oder einer jungen Frau, die dafür nicht bereit sind, die Opfer ihrer Triebe sind, sage ich es jetzt mal so. Ja. Aber 10, 20, 30 Jahre später wissen sie auch, wovon in diesem Gebot gemeint ist. Das ist für mich die, die Quintessenz dieser Gebote. Und je älter ich werde, desto mehr sehe ich, dass es wahr ist. Ja? Ich hatte, ich hatte auch Zeiten in meinem Leben, wo ich wirklich viele Frauen richtig schön und attraktiv fand. Und ich bin dankbar, dass ich das erlebt habe und dass ich das auch ausprobiert habe und dass ich mir treu war und einfach so war, wie ich bin, wie ich damals war, weil ich dann von selber gelernt habe,
Es war alles schön, aber nach einer Weile, nach Rumprobieren und Ausprobieren, ja, da habe ich gemerkt, ja, es ist zwar schön, aber glücklich macht's mich nicht. Und noch ein paar Jahre später habe ich gemerkt, immer wenn ich mit einer Frau intim werde, passiert da unglaublich viel, was ich anfangs überhaupt nicht gewusst habe, ja. Ich nehme ganz viel von diesem anderen Menschen auf und sie von mir. Und dann bekommt man langsam so einen Respekt dafür und so eine Feinfühligkeit. Aber das kommt erst mit Erfahrung, mit eigener Erfahrung. Ein Gebot nützt da überhaupt nichts. Und jetzt würde ich mich nicht einfach so, weil ich eine Frau schön finde oder weil ich sexuelle Energie spüre, mich mit einer Frau einlassen, weil ich weiß, es tut mir nicht gut. Ja, nicht, weil ich irgendeinem Gebot folge, sondern weil ich mich um mich kümmere. Und damit kümmere ich mich natürlich gleichzeitig auch um die Frau, aber das ist nicht meine Motivation. Aber das kommt durch eigene Erfahrung ganz allmählich. Du kannst dieses Gebot also nicht einem verwenden, um einem Mann zu sagen, hör mal, was machst du da überhaupt? Das funktioniert andersrum. Das größte Problem, was wir bei Beziehungen zwischen Mann und Frau oder zwischen Mann und Frau spielt gar keine Rolle, in Beziehungen zwischen Menschen, in Liebesbeziehungen haben, ist, dass wir das Glücklichsein beim anderen Partner suchen. Ja, und dass wir uns darauf verlassen wollen, dass dieser Mensch auch morgen für uns da ist und auch morgen verlässlich mir das gibt, was ich brauche. Und das gibt es nicht. Da ist diese Verlässlichkeit und dieses Glück nicht zu finden. Selbst wenn du einen Partner hast, der dir treu ist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das Glück musst du woanders suchen. Darum geht es im Satsang. Deswegen mache ich Videos, deswegen spreche ich darüber. Danke für deine Frage. Ich hoffe, das hat sie beantwortet. Falls nicht, dann melde dich bitte nochmal. Danke, Gabi. Danke. Dann lese ich die nächste Frage vor. Sie kommt von Maria. Hallo Maria, guten Abend. Schön, dass du da bist. Lieber Michael, wie kann ich mit Neid umgehen? Kannst du mir einen Tipp geben? Danke. Naja, du hast vielleicht schon mal diesen Spruch gehört, dass man im Moment leben soll. Also nur auf das schauen, was jetzt hier ist. Nicht auf das, was mal war und auch nicht auf das, was mal sein mag irgendwann, sondern nur auf das, was jetzt gerade hier ist, bei dir in deinem Leben. Wenn du in der Vergangenheit bist, dann bist du in den Gedanken. Die Vergangenheit gibt's nur in den Gedanken. Wenn du in der Zukunft bist, dann bist du in Gedanken. Die Zukunft gibt's nur in den Gedanken. Wenn du nicht in den Gedanken bist, dann bist du hier, in diesem Moment. Und dann hast du das, was du hast. Und Neid hat was mit Gedanken zu tun. Also, du siehst das Leben eines anderen Menschen und denkst, wenn ich das so hätte wie der, dann ging's mir besser. Und das stimmt natürlich nicht. Aber so denken wir. Und es ist wirklich dieser eine Punkt, um den wir uns kümmern müssen in diesem Leben. Nur dieser eine Punkt, der entscheidet zwischen glücklich sein und unglücklich sein. Glaub ich meinen Gedanken, die mir da alles Mögliche einreden? Oder lebe ich im Moment und bin dankbar und genieße das, was hier ist? Ja.
Das ist ganz lustig. Wenn du neidisch bist, dann schaust du auf die anderen. Du schaust nicht auf dein Leben. Dein Leben ist wunderschön. Aber da schaust du nicht hin. Du schaust nur da raus zu den anderen. Die meisten Menschen leben nur in Gedanken. Manche sind dann neidisch, andere träumen von irgendwas, andere sind unglücklich, weil sie mit dem, was in ihrem Leben passiert, nicht einverstanden sind. Aber das alles hat gemeinsam, dass man in Gedanken lebt und glaubt, es könnte anders sein, es sollte anders sein, anders wäre es besser. Und die wenigsten Menschen haben überhaupt mal hingeschaut, wie ihr Leben wirklich ist, wie sie selbst wirklich sind. Das empfehle ich dir. Es, es geht nicht nur um diesen Neid. Der Neid ist ja nur das Symptom. Der Neid ist das Symptom dafür, dass du in Gedanken lebst. Und das ist das, worum man sich wirklich kümmern sollte. Der Neid ist nicht schlimm, aber das in Gedanken leben, das ist nicht gut für dein Leben. Das ist nicht gut für dein Glück. Und das kannst du abstellen. Du kannst lernen, nicht in Gedanken zu leben. Du kannst lernen, einfach hier zu sein. Beim Neid geht es überhaupt nicht um das, was du da siehst. Da geht es nicht um die Frage, sollte ich das haben, was mein Nachbar hat? Selbst wenn du das hättest, dann wärst du einen Tag später auf was anderes neidisch. Das ist wirklich so eine Grundeinstellung des eigenen Wesens. Ja. Lebe ich in Wünschen, lebe ich in Gedanken oder lebe ich einfach hier im Moment? Ich habe in meinem letzten Video einen Satz gesagt, es gibt Menschen, die sind unzufrieden. Und wenn du so ein Mensch bist, der unzufrieden ist, dann wirst du immer Gründe dafür finden, warum du unzufrieden bist. Du bist nicht unzufrieden, weil dir was fehlt. Du bist unzufrieden, das ist deine Grundnatur sozusagen. Und wenn das so ist, dann findest du immer irgendwo Gründe, warum du unzufrieden bist. Und es gibt Menschen, die sind zufrieden. Nicht so viele, es sind wenige, aber es gibt Menschen, die zufrieden sind. Und diese Menschen, die zufrieden sind, die finden überall Gründe, warum sie zufrieden sein sollten. Weil deren Grundeinstellung im Innern anders ist. Und darum geht's. Ja. Wie willst du sein? Ja, möchtest du in die Welt schauen und in dein Leben schauen und all das sehen, was du nicht hast und all das sehen, was verkehrt ist? Wenn du das möchtest, wirst du immer Gründe dafür finden, warum es so ist und Beweise dafür finden, warum es so ist. Aber wenn du lieber die andere Art Mensch bist, dann, dann wirst du ein Leben entdecken, das einfach nur erstaunlich ist. Und das entdeckst du, wenn du die Gedanken sein lässt. Darum geht's beim Meditieren. Darüber spreche ich ja in meinen ganzen Videos. Ja, so viel kann ich mal zum Neid sagen. Ganz kurz und knapp. Danke, Maria. Ich habe noch mehr Fragen, Michael. Ah, wie schön, das freut mich. Martina hat folgende Frage. Guten Abend, lieber Michael. Seit einer Weile schon habe ich den Sinn meines Lebens aus den Augen verloren. Die Ereignisse in meinem Leben überschlagen sich und ich bin von einer tiefen Erschöpfung ergriffen. Ich fühle mich oft matt, müde und ohne Antrieb. Ich frage mich immer wieder, wieso ich eigentlich hier bin. Kannst du bitte etwas zum Sinn des Lebens sagen? Vielen, vielen Dank, Martina. Danke, Martina. Danke für deine Frage. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, darüber spreche ich am allerliebsten, über den Sinn des Lebens. Ja.
Ich möchte erst kurz noch was zu dem sagen, was du gerade erzählt hast, wie es dir gerade geht. Dass du erschöpft bist und keine Energie mehr hast. Und das ist gut so. Ja, du sagst, du hast den Sinn des Lebens aus den Augen verloren und jetzt hilft dir das Leben anzuhalten. Ja, es dreht dir den Energiehahn zu und du wirst immer langsamer und das ist eine gute Sache. Es geht mir auch oft so. Du hörst es ja, ich bin gerade stark erkältet. Ich war heute den ganzen Tag nur im Bett und gestern auch. Und ich liebe diese Zeit. Wenn, ja, ich habe das zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, habe ich so eine richtig heftige Grippe und dann zu zwei anderen Zeiten im Jahr meistens nochmal. Und ich liebe diese Zeit, wo mir das Leben jegliche Möglichkeit nimmt, irgendwas zu tun, außer Satsang. Satsang geht irgendwie immer und meditieren auch. Das ist ganz lustig. Aber nichts anderes geht. Und das ist so wohltuend. Das bringt mich so sehr zu mir selbst zurück. Ich bin sonst ein sehr aktiver Mensch. Ja, ich bin den ganzen Tag beschäftigt, Videos zu bearbeiten oder da hängt so viel dran an den Videos und an den wenigen Dingen, die ich tue, da hängt so viel Arbeit dran. Und ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt und ich liebe es. Aber diese Zeiten, wo ich nichts tun kann, das sind die besten. Aber von selber tue ich das meistens nicht, außer beim Meditieren oder beim Spazierengehen. Und wenn mich das Leben dann dazu zwingt, wie jetzt, ach, das ist herrlich. Aber zu deiner eigentlichen Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Ich meine, man lebt dieses Leben, du gibst dir Mühe, alles richtig zu machen, aber dann kommst du irgendwann in ein Alter, wo du merkst, und es ist ganz gleich, ob du erfolgreich bist oder nicht. Ja? Manche Leute, die sind da 30 oder 40 oder 50 und merken, alles, was ich probiere, nichts funktioniert. Das kann ja wohl nicht sein, dass das der Sinn des Lebens ist. Andere Leute sind erfolgreich, aber merken im gleichen Alter, Moment mal, ich habe zwar überall Erfolg, aber glücklich bin ich deswegen trotzdem nicht. Hier stimmt was nicht. Irgendwann kommt man im Leben an einen Punkt, wo man merkt, Moment mal, was läuft hier eigentlich? Warum bin ich hier? Jeder Mensch weiß irgendwo in sich drin, dass es nicht sein kann, dass das Ganze keinen Sinn hat. Das ist ganz lustig. Das weiß irgendwie jeder. Nur was der Sinn ist, das wissen die wenigsten. Und das ist ganz spannend. Wir wachsen auf als Menschenkinder und alles, was wir lernen zu tun, ist nach außen blicken, nach draußen. Wir lernen Dinge, wir lernen einen Beruf, wir machen Dinge, wir suchen unser Glück da draußen im Leben mit einem Partner, in Karriere, im Leben. Wir versuchen alles richtig zu machen und mit unseren Mitmenschen gut auszukommen. Und dann werden wir alt und dann sterben wir. Schon komisch, oder? Aber wir wachsen auf mit und unser gesamter Fokus ist nur nach außen gerichtet, auf diesen Körper und auf das, was dieser Körper tut. Und wenn das alles wäre, dann macht es keinen Sinn. Jeder Mensch weiß, er wird sterben, sie wird sterben. Früher oder später. Und wenn man das weiß und glaubt, ich bin dieser Körper, ich bin das, was ich hier tue, dann macht das alles keinen Sinn. Und an den Punkt kommen einige Menschen in ihrem Leben und das ist ein guter Punkt, wenn man merkt, Moment mal,
ich übersehe hier was. Das kann nicht sein. Jesus, ich spreche so gern über Jesus, weil Jesus ein Guru ist, ein Heiliger, der hinter das Geheimnis des Lebens gekommen ist, wie viele andere Gurus auch, nur er ist halt aus unserem Kulturkreis. Wir sind mit seiner Sprache und mit seinen Bildern und mit seinen Geschichten vertraut und deswegen spreche ich gerne mit seinen Worten, weil wir einfach damit vertraut sind. Und Jesus sprach über die Ewigkeit. Ja? Er sprach darüber, dass es im Reich des Vaters keine Zeit gibt. Er sprach von einem Teil des Lebens, der mit diesem Kommen und Gehen dieses Körpers überhaupt nichts zu tun hat. Aber er sprach mit Worten, mit einer Sprache, die wir heute nicht verstehen. Die Menschen waren damals vollkommen anders. Wir haben Wörter und Vokabeln und, und eine Art des Lebens zu sehen, die war damals ganz anders. Zum Beispiel gab es damals das Wort Gedanken überhaupt nicht. Ja. Und ich spreche in vielen meiner Videos darüber, dass wir in Wirklichkeit dieser Körper gar nicht sind. Das hätte ein Jesus den Menschen damals gar nicht sagen können. Die hätten überhaupt nicht gewusst, wovon er spricht. Ja, wenn jemand sowas sagt, das hätte kein Mensch verstanden. Er hat indirekt sprechen müssen. Er hat ganz indirekt auf die Wahrheit hinweisen müssen, weil es damals sonst überhaupt niemand verstanden hätte. Alle Menschen, zu denen er sprach, hatten, was das Spirituelle angeht, überhaupt keine Bildung. Aber wir sind heute viel weiter. Wir, wir haben so viel Bewusstheit erlangt, dass wir unsere eigenen Gedanken wahrnehmen können und auch darüber sprechen können. Wenn der Jesus konnte nicht über die Gedanken sprechen. Er sprach vom Teufel. Er sagte, der Teufel hat mir gesagt. Das ist die Stimme da oben, die du auch kennst. Ja, und Jesus sprach nun von diesem Leben, das mit dem Irdischen und dem Zeitlichen nichts zu tun hat. Und heute, ja, der Guru, mit dem ich heute bin, Swamiji, sagt genau das Gleiche, aber in heutigen Worten. Und er sagt, du bist nicht dieser Körper. Du bist eine Seele, sagt er. Du bist das, was zeitlos ist. Swamiji sagt, die Seele ist das, was war, bevor der Körper geboren worden ist. Und die Seele ist das, was noch da ist, wenn dieser Körper längst gestorben ist. Das bist du. Aber du weißt darüber nichts. Und der Sinn dieses Lebens, dieses irdischen Lebens, ist es, das zu entdecken, während man lebt. Wir kommen in dieses Leben hinein, um, während wir glauben, ein Körper zu sein, zu entdecken, wer wir wirklich sind. Es ist, als wäre dieses Leben ein lebendiger Spiegel, der es uns ermöglicht, zu erleben, wer wir wirklich sind. Und das können wir nur, indem wir uns erst vergessen und dann wiederfinden. Dafür ist dieses Leben da. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo das uns normalen Menschen, die in der Gesellschaft leben, im ganz normalen Leben, mit Beruf, mit Familie, mit Freunden, möglich geworden ist. Früher konnten es so ganz, ganz, ganz wenige. Und die mussten dann das gesellschaftliche Leben verlassen, weil das nicht möglich war, unter anderen Menschen das zu entdecken. Aber heute geht es. Es ist total erstaunlich. Wir leben in ganz erstaunlichen Zeiten. Deswegen gibt es auch jetzt die Samarpa-Meditation, von der ich die ganze Zeit spreche in meinen Videos. Die gibt es schon seit vielen, vielen hundert Jahren im Himalaya. Aber jetzt ist die Zeit reif, wo normale Menschen, so wie du, so wie ich, in der Gesellschaft, das entdecken können, was du fragst. Wozu ist dieses Leben ja? Was soll das alles?
Und dann fängst du an zu meditieren. Einfach jeden Morgen eine halbe Stunde, mehr braucht's nicht. Und ansonsten lebst du dein Leben einfach weiter. Und ganz allmählich beginnst du dein Leben mit immer mehr Bewusstheit zu entdecken, zu erleben. Und dabei, während du dein Leben lebst, mit dieser wachsenden Bewusstheit, da entdeckst und erlebst du ganz allmählich, worum es hier wirklich geht, wer du wirklich bist. Ganz allmählich wirst du zur Seele. So sagt es Swamiji. Du bist natürlich jetzt schon die Seele, aber du hast davon keine Ahnung, du erlebst es nicht. Ja? Du bist dieser Körper und du hast diese Gedanken und das ist alles sehr unerquicklich. Aber ganz allmählich kommt man dann dahinter. Man erlebt es einfach. Ganz allmählich. Immer mehr. Das ist ein gradueller Prozess. Ein natürlicher Prozess. Ein langsamer Prozess. Und dafür sind wir hier. Dafür ist dieses Leben da. Das meinte Jesus damals, wo er sagte, kehr um. Ja? Wir schauen immer nach draußen, sagte ich dir gerade. Ja? Von Kindheit an lernen wir nach draußen zu schauen. Und dann kommt einer wie Jesus oder einer wie Buddha oder einer wie Swamiji und sagt, kehr um. Und die meinen das wörtlich. Dreh dich nach innen. Ja? Damit meinen die nicht, geh nicht in diese Richtung, sondern in die, sondern geh nach innen. Ein Innen, von dem du nichts weißt. Du weißt überhaupt nicht, wo das sein soll, dieses Innen. Aber das lernt man ganz allmählich, wenn man meditiert. Das ist der Sinn des Lebens. Ich habe es versucht kurz zu machen, aber das ist spannend. Und wenn man da mal dahinter kommt, dass es darum geht, das hat Energie. Das, das macht Freude, das zu entdecken. Das ist das Beste im Leben. Nichts anderes ist für mich mehr interessant. Danke, Martina. Michael, ich lese jetzt eine Frage vor von Thomas. Hallo Thomas, ich freue mich, dass du da bist. Lieber Michael, danke, dass du Satsang gibst. Ich habe eine Frage, was das Gespräch mit anderen Menschen betrifft. Ich merke, dass ich mich im Gespräch beim Zuhören stark von mir entferne und quasi nach außen gezogen werde. Und außerdem weiß ich oft nicht, was ich sagen bzw. antworten soll. Kannst du dazu etwas sagen? Ich danke dir. Oh, danke. Was für eine schöne Frage. Ja. Ja, Gespräche haben es wirklich in sich. Es ist so, das kennst du wahrscheinlich, oft ist es so, man führt ein Gespräch und man kommt sich vor, als wäre man auf Autopilot. Irgendwas passiert automatisch und man blubbert da Sachen vor sich hin und sagt Sachen, die man eigentlich gar nicht sagen will, als wäre das alles ferngesteuert. Das ist genauso, wie du sagst, wenn man nicht wirklich Acht gibt und nicht wirklich bewusst ist, dann entfernt man sich von sich selbst und sagt Sachen, die man gar nicht sagen will. Ja, zwei Tipps kann ich dir da geben. Das eine ist, pass ganz genau auf, was im Gespräch passiert. Und damit meine ich Folgendes. Wenn ich mit jemandem sprechen möchte, weil ich was zu sagen habe, dann ist es eine Sache. Dann gehe ich auf jemanden zu, sag du, hallo, hör mal, Folgendes. Ja, ich möchte dir was von mir sagen. Oder ich möchte dir eine Information geben, was auch immer. Kein Problem. Und wenn jemand zu mir kommt, auf diese Weise, dann ist es eigentlich für mich relativ einfach. Da kommt jemand und möchte mir etwas von sich sagen und dann kann ich ja merken, will ich das jetzt hören oder nicht. Aber die meisten Gespräche sind nicht so. Die meisten Gespräche sind so, dass jemand zu mir kommt und etwas von mir will, aber das nicht sagt.
Jemand möchte, dass ich irgendwas tue. Oder jemand möchte, dass ich ihm irgendeine Information gebe. Jemand möchte, dass ich irgendwas von mir erzähle. Und sofort fühle ich mich unter Druck, sofort fühle ich mich unangenehm. Und das ist ganz spannend, mal hinzuschauen, was passiert eigentlich da im Gespräch? Ja? Wie fühle ich mich? Manchmal fühlt man sich richtig wohl und man genießt es, aber manchmal fühlt man sich auch überhaupt nicht wohl und irgendwie unangenehm berührt oder unter Druck und das einfach wahrzunehmen. Du musst noch nicht mal wissen, was du dann tust. Allein das wahrzunehmen ist das Entscheidende. Wie man dann damit umgeht, das ist der zweite Schritt, aber der ist dann relativ einfach. Aber das Wahrnehmen, das ist das Hilfreiche. Viele Menschen kommen zu dir und fragen dich Sachen. Und dann hast du das Gefühl, du musst jetzt was sagen. Aber das stimmt gar nicht. Du musst nie irgendwas sagen. Du kannst einfach deinen Mund halten. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal einen Beruf. Da war ich Redakteur für eine Zeitschrift. Und die Zeitschrift, die lebte von Anzeigen, wie alle Zeitschriften und wie alle Zeitungen. Und die Menschen, die diese Anzeigen verkauft haben, die wurden trainiert. Und die Strategie, die die gelernt haben, war, den Kunden Fragen zu stellen. Denn wer Fragen stellt im Gespräch, der regiert das Gespräch. Weil die meisten Menschen nicht in der Lage sind, sich gegen Fragen zur Wehr zu setzen. Die meisten Menschen, wenn sie was gefragt werden, antworten. Sie haben nicht die Freiheit, überhaupt zu entscheiden, will ich das sagen oder will ich das nicht sagen, was läuft überhaupt. Und das kannst du bei dir auch beobachten. Irgendjemand kommt, stellt dir eine Frage und sofort fühlst du dich verpflichtet, jetzt was Adäquates zu antworten. Ich mache da nicht mehr mit. Wenn mich jemand was fragt, zu irgendeinem Thema, wozu ich nichts sagen will, dann sage ich, du, wenn ich dir was dazu sagen möchte, komme ich auf dich zu. Und das ist die Wahrheit. Ich meine jetzt natürlich nicht diese trivialen Fragen wie spät ist es oder hast du Lust, heute Spaghetti zu essen? Ich meine diese Gespräche, die unangenehm werden, wo du dich unter Druck fühlst oder so wie du sagst, wo du dich von dir selbst entfernst. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Gespräche mit den meisten Menschen ein richtiges Minenfeld sind, wo man ganz genau aufpassen muss, wo man hintritt. Und das ist wirklich so. Die Menschen meinen es nicht böse. Die wissen das meistens gar nicht. Die reden halt so daher, wie sie es gelernt haben. Aber wenn man ein Mensch ist wie du, der merkt, dass da was passiert, was nicht gut für dich ist es eine ganz spannende Sache, das mal zu entdecken. Ja, und ich sagte dir ja eben, dass das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, wahrzunehmen, was passiert. Wahrzunehmen, wie du dich fühlst. In jedem Moment. Und das ist das Zweite, was ich dir sagen kann. Trainiere diese Wahrnehmungsfähigkeit. Meditiere. Wenn du meditierst, die Samatha-Meditation, von der ich immer erzähle, da, es ist, als würdest du dein Bewusstsein stärken. Du wirst stiller und bewusster. Du nimmst langsam immer mehr wahr. Und das ist die eine große Hilfe. Und dann bist du im Gespräch und merkst, Moment mal, das passt mir so überhaupt nicht. Und wie ich schon sagte, du weißt dann vielleicht nicht, wie du jetzt konkret reagieren sollst, aber das ergibt sich meistens von selbst, wenn du überhaupt erstmal wahrnimmst, wie du dich fühlst. Wenn du das wahrnimmst, dann ist der Rest eigentlich einfach. Da wirst du dann irgendwie kreativ. Das ist auch für jeden Menschen anders. Es hilft dir auch überhaupt nichts, wenn ich dir das erzähle, wie ich das handhabe, weil da jeder Mensch anders ist. Aber die Wahrnehmung, die ist für alle Menschen hilfreich. Und das empfehle ich dir. Meditiere,
Das macht dich stiller, das macht dich wahrnehmungsfähiger und dann wird sich das, was du da in den Gesprächen erlebst, ändern. Und zwar ganz, ganz schnell. Danke, Thomas. Das ist ein tolles Thema. Wenn du da noch eine Frage hast, kannst du gerne nochmal fragen, jetzt hier oder schreib mir eine E-Mail. Michael, eine ganz kurze Rückmeldung von Gabi. Deine Antworten helfen mir. Ganz lieben Dank. Danke, Gabi. Danke für die Rückmeldung. Ich sag dann was zu den Fragen und ich habe keine Ahnung, ob das, was ich sage, irgendwie hilfreich ist. Ich freue mich, es zu hören. Danke. Dann habe ich eine Frage von Linus. Hallo Linus, grüß dich. Hier kommt seit gestern einfach unglaublich starke Angst hoch, ohne konkreten Auslöser. Aber der Kopf stürzt sich dann immer aufs Nächste, was ansteht und kreist darum. Ist sehr herausfordernd, damit präsent zu sein, es im Körper zu erleben. Irgendwie kriegt mich der Verstand noch ein bisschen mit diesem soll ich oder soll ich nicht? Vielleicht kannst du mir dazu ja noch was sagen. Vielen Dank fürs Teilen dürfen. Ja, was ist denn das, was du sollst oder nicht sollst? Das würde mich mal interessieren. Du hast es jetzt sehr verallgemeinert, aber ich habe das Gefühl, da geht es bei dir um was ganz Konkretes und manchmal ist es nicht schlecht zu wissen, worum es eigentlich geht. Und wenn du magst, kannst du das noch kurz hinterher schieben, damit mir die Simone das sagen kann. Soll ich in der Zwischenzeit die nächste Frage vorlesen, Michael? Ja, lies noch eine Frage vor und wenn Linus bis dahin nichts gesagt hat, dann antworte ich allgemein. Okay, Ja. danke. Ferdi Hallo Ferdi. schreibt, lieber Michael, es ist alles in uns. Es ist alles da. Und dennoch sprichst du darüber und führst uns nach außen. Wieso? Sollte nicht jeder einfach nur sein? Es gibt darüber nichts zu sagen. Ja, weißt du, wenn das, was du da sagst, wirklich stimmen würde, dann wärst du nicht hier im Satze. Dann würdest du irgendwo sitzen und in deinem Sein ruhen und einfach glücklich sein und keine 10 Pferde könnten dich vor einen Bildschirm schleppen. Ja. Es ist so, solange ich in diesem Körper bin, habe ich irgendeine Art von Aufgabe. Welche? Das weiß ich nicht. Das ändert sich die ganze Zeit. Meine eigentliche Aufgabe besteht darin, zu entdecken, wer ich wirklich bin. Und wenn ich das entdeckt habe, dann bin ich zufrieden. Dann weiß ich, alles ist in mir. Genauso wie du sagst. Aber trotzdem sitze ich da nicht in irgendeiner Ecke rum. Ich tue dann das, wofür Energie da ist. Nicht, weil es mich glücklich macht, sondern weil einfach Energie da ist. Ja. In meinem Fall ist es, weil vielleicht andere Leute, die das, wovon ich spreche, noch nicht aus eigener Erfahrung kennen, das hören sollen und es ihnen vielleicht hilft. Swamiji, mein Guru, sagt, wenn man das Höchste erreicht hat, dann gibt es noch eine Aufgabe, die zu erledigen ist, bevor man wirklich befreit ist. Und das ist es, alles, was man gelernt hat, alles, was man weiß, wiederherzugeben, weiterzugeben, wegzugeben.
dass man dann nichts mehr hat und ganz leer ist. Ja, das gefällt mir. Deswegen reist ein Jesus durch die Lande, deswegen reist Swamiji durch die Welt. Das zu erkennen, wer man wirklich ist, heißt nicht, dass man dann für den Rest des Lebens, bis dieser Körper tot umfällt, irgendwo still in der Ecke sitzt. Das heißt das überhaupt nicht. Aber wenn du das gerne möchtest, kannst du das natürlich machen. Ja, dagegen spricht nichts. Wenn das dein Leben ist, dann lebe so. Für mich ist es einfach anders. Und es ist nicht so, dass ich dich nach außen führen möchte. Aber wir leben in diesen Körpern und solange wir noch nicht vollkommen heilig sind und ich auf dem einen Berg sitze und du auf dem anderen 100 Kilometer weiter und wir uns dann durch den Äther irgendwie begegnen, solange reden wir halt miteinander. Ganz praktische Angelegenheit. Ich hoffe einfach, dass das, was ich sage, während ich, so gut ich halt kann, in mir ruhe, dich dazu stimuliert, auch mehr nach innen zu gehen. Und dann freue ich mich. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn ich dich wirklich nach außen führe, dann solltest du abschalten und mich nicht anschauen. Dann bin ich nicht hilfreich für dich. Hast du denn vom Linus noch was gehört? Ja, kein Problem. Also, dann möchte ich jetzt auf die Frage von Linus antworten mit der Angst und dass der Verstand ihn mit dieser Frage, soll er nicht, äh, das Leben schwer macht. Ich kenne das auch ganz gut. Du hast für irgendwas Energie, du weißt genau, das ist jetzt dran, womöglich weißt du genau, du musst das jetzt machen, du hast dafür Energie. Aber alles in dir sagt, das ist eine Dummheit, das ist nicht gut, das solltest du auf keinen Fall machen, das geht schief, das ist verkehrt. Und dann denkst du, ja, soll ich das jetzt wirklich machen oder soll ich es nicht machen? Oder es ist umgekehrt. Du denkst, du solltest was machen, aber du willst gar nicht, du hast keine Energie dafür. Aber deine Gedanken sagen dir, ja, du musst es aber, oder das solltest du tun. Aber in beiden Fällen bist du in einem Spagat, weil deine Energie das eine sagt und die Gedanken sagen das andere. Und ich kann dir sagen, wie ich das mache. Und das habe ich von meinem spirituellen Meister Soham gelernt. Der hat mir beigebracht, dem Moment treu zu sein und nicht den Gedanken. Und dem Moment treu sein heißt ganz praktisch, das zu tun, wofür jetzt gerade die Energie da ist. Ja, das ist, wenn du es einfach mit der Energie mitschwimmst, die in deinem Leben jetzt ganz konkret da ist, da wo dich das hinträgt, ohne dass du dich groß wehrst, wenn du einfach mitmachen würdest, da gehe hin. Das hat er mir damals beigebracht. Und das habe ich gemacht. Und es hat mich in die unmöglichsten Situationen geführt. Ich habe Sachen gemacht, wo mein Kopf gesagt hat, das kannst du nicht machen, das geht gar nicht. Ja? Aber es war immer toll. Immer. Und manchmal haben die Sachen, von denen ich glaubte, dass ich sie jetzt machen will, nicht geklappt. Obwohl ich bereit gewesen wäre. Und dann wusste ich, da hat das Leben jetzt interveniert, hat wohl doch nicht sollen sein. Es ist also ganz einfach. Du kannst einfach deiner Energie folgen
Und wenn es wirklich geschehen soll, dann wird es geschehen und dann wirst du entweder Spaß haben oder du lernst was draus oder beides. Meistens ist es beides. Und wenn es wirklich keine gute Idee ist, dann wird es nicht passieren. Und als ich das zum ersten Mal von meinem spirituellen Meister gehört habe, als der sagte, lebe so, ja, denk nicht drüber nach, sei deiner Energie treu, ja. Am Anfang hat mich das echt Mut gekostet, weil ich meinen Gedanken geglaubt habe, weil ich dachte, jetzt passiert gleich was ganz Schreckliches, wenn ich das mache. Aber es ist nie passiert. Es gibt da etwas, was Ramana Maharshi gesagt hat, dieser große indische Heilige. Er sagte, das, was geschehen soll, wird geschehen. Ganz gleich, wie sehr du dich dagegen wehrst. Das, was nicht geschehen soll, wird nicht geschehen. Ganz gleich, wie sehr du es auch versuchst. Und das beruhigt mich ungemein. Und danach lebe ich. Das befreit mich. Ich weiß, ich brauche nicht klug oder gut sein. Es reicht, wenn und ich kann das auch nicht. Ich kann nicht klüger sein, als ich bin. Ich kann nicht besser sein oder weiser, als ich bin. Aber was ich kann, dazu bin ich fähig. Ich kann meine Energie spüren. Ich spüre, was ich jetzt gerne täte, wo meine Kraft, wo meine Freude hingeht. Das spüre ich. Und ich spüre, wo mich was abhält, wo ich merke, nee, das will ich nicht, auf keinen Fall, da habe ich Angst vor, das ist nicht gut, da interessiert mich nicht. Das spüre ich auch. Ja, und da kann ich das respektieren. So viel kann ich tun. Und ich verlasse mich drauf, dass, wenn es geschehen soll, obwohl ich nicht will, dann wird es geschehen. Und ich habe das zahllose Male erlebt. Und wenn es nicht geschehen soll, obwohl ich es will, obwohl ich es probieren möchte, dann wird es nicht geschehen. Ich kann einfach so sein, wie ich bin. Ich habe es immer wieder erlebt. Ich will ein Beispiel geben. Manchmal es sind oft so ganz banale Sachen, wo man das dann lernt, wie das Leben wirklich tickt. So ganz alltägliche Dinge. Hier in der Familie, im Haushalt. Ja. Irgendwo gibt's was zu tun und ich denke, ja, das will ich aber jetzt nicht machen. Ja, da habe ich jetzt keine Lust zu. Das können jetzt mal die anderen tun. Ich bin entschlossen, das mache ich jetzt nicht. Da habe ich keine Lust zu. Und dann mache ich andere Sachen und 10 Minuten später gehe ich dorthin und mache es trotzdem. Mit totaler Selbstverständlichkeit, weil ich plötzlich weiß, hör mal, was bist denn du für ein Idiot? Das machst du jetzt, das ist jetzt dran. Und dann macht mir das Freude. Plötzlich ändert sich meine Energie und plötzlich ist es mir möglich. Ja, es ist nicht so, dass ich dann was tue, was ich gar nicht will. Plötzlich hat sich was in mir verändert. Ja, ich war mir treu, ich sag, nee, das will ich nicht. Und dann ändert sich's, weil es trotzdem so sein sollte. Und dann habe ich sogar Spaß dabei. Und das habe ich immer wieder erlebt, immer wieder, jeden Tag. Und wenn man das oft genug erlebt hat, dann hat man nicht mehr so große Angst davor. Was du erlebst, ist vielleicht dieses Gefühl, ich muss wissen, was ich tun soll. Ich muss es richtig machen. Ich darf jetzt nicht die falsche Entscheidung treffen. Treff die falsche Entscheidung. Mach's falsch, mach's verkehrt. Das ist mein Rat an dich. Ich hab's auch so gemacht. Mache ich heute noch. Danke, Linus. Ich habe jetzt eine Frage von John, die ich gerne vorlesen möchte. Hallo John, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Hallo liebe Dian, ich leide seit 15 Jahren an einer Angststörung durch ein traumatisches Erlebnis. Wie kann ich dieses überwinden und meinem Körper mehr vertrauen? Ich bin innerlich sehr unruhig seit Wochen.
schlafe sehr schlecht. Mein Nervensystem ist dysreguliert. Ich schwitze an den Händen und Füßen und hatte heute auch ein Zittern am ganzen Körper, eine Art Panikattacke. Bin aber nicht erkältet, so wie du, da ich momentan nur Sorgen habe. Mein Unternehmen steht kurz vor der Insolvenz mit 20 Mitarbeitern. Alles, wofür ich die letzten Jahre so hart gearbeitet habe. Ich habe Schulden auch privat beim Finanzamt angehäuft, durch eine Steuerberaterin, die mich falsch beraten hat. Ich komme einfach nicht mehr in die Ruhe und Entspannung. Ich möchte gerne alles loslassen, was mich belastet und einfach nur noch gesund werden. Ich überlege, aufgrund der inneren Unruhe ins Krankenhaus zu gehen, was ich eigentlich nicht möchte. Dort wird man mich wieder mit Medikamenten vollstopfen, was ich eigentlich nicht möchte. Ich werde die Angst vor dem Tod nicht los, welche mich schon so lange belastet. Dabei wünsche ich mir nur ein normales, wenn möglich freies und unbeschwertes Leben, insofern das realistisch ist. Ich liebe dich und danke dir für deine Zeit, Kraft und Energie, Weisheiten, die du uns schenkst. Ich wünsche dir von Herzen gute Besserung. Ist das wahre Selbst unsere Seele oder Geist? Der Unterschied zwischen Geist und Seele ist mir noch nicht ganz klar. Wenn der Geist der Verstand ist und die Seele unser wahres Ich, dann habe ich mir die Frage gerade selbst beantwortet. Liebe Grüße, John. Danke, John. Also, 3 Sachen möchte ich dir gerne sagen. Zunächst mal, weißt du, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass du dir Hilfe holst. Ich verstehe, dass du nicht ins Krankenhaus möchtest. Ja, die Leute im Krankenhaus, die sind normalerweise für die schnelle Hilfe zuständig. Ja, und dann geben dir die Medikamente. Aber wenn du tatsächlich an einer Angststörung leidest und ein traumatisches Erlebnis hattest, was dich heute so massiv beeinflusst, dann gibt es Hilfe für dich. Es gibt Fachleute, die genau wissen, wie man mit sowas umgeht, um dir dabei zu helfen. Und wenn du das möchtest, wenn du dafür Energie hast, dann tu das. Ja. Weißt du, Satsang heißt nicht, dass nichts anderes auf der Welt hilfreich ist. Es gibt so viel, was hilfreich ist. Ich probiere die ganze Zeit irgendwelche Sachen aus. Einfach weil ich immer wieder neugierig bin, was meinem Körper, bei mir ist es jetzt nicht so die Psyche, ja, das ist schon seit vielen Jahren bei mir vorbei, aber es gibt so viel, was hilfreich ist, unterstützend, diesen Körper, sei es auf der psychischen oder auf der seelischen oder auf der rein stofflichen Ebene. Da kann man so viel ausprobieren und so viel erforschen. Das ist eine tolle Sache. Und wenn du da Hilfe brauchst und du den Impuls dafür hast, dich zum Beispiel an jemanden zu wenden, irgendwas Bestimmtes zu tun, dann tu das. Ja, du brauchst nicht denken, dass das unspirituell sei oder nicht gut. Schau einfach, dass es in Einklang mit dir selbst ist. Es geht ja nicht darum, jetzt Medikamente einzuwerfen, um Gefühle zu unterdrücken, die du hast. Manchmal ist auch das hilfreich in der Übergangsphase als Teil von einer Therapie. Aber ich bin da überhaupt kein Experte. Ich bin da kein Fachmann. Ich habe da keine Ahnung. Aber du brauchst es nicht alleine machen. Ja, und zu deinem anderen Thema, mit deiner beruflichen Situation, deiner finanziellen Situation.
Ich kann dir sagen, wie ich das mache. Ich bin nicht in einer Situation wie du. Ja, ich habe keine Schulden, aber ich habe auch kein Geld. Es kommt immer gerade so viel rein, wie ich brauche. Ich versuche die richtigen Entscheidungen zu treffen, einigermaßen gut zu wirtschaften, aber ich kann nicht sagen, dass ich da Experte bin. Und ich sage immer wieder, Gott, ich bin zu allem bereit. Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist, damit ich das tun kann, was du von mir möchtest. Egal auf welcher Ebene. Das meine ich jetzt gar nicht spirituell. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt Satsang gebe oder Videos mache. Das gilt für alles im Leben. Und dann sage ich, und Gott, du musst mir dabei helfen. Ich kann's nicht. Du musst es tun. Ich bin da, ja, benutze mich. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Und das entlastet mich. Ich arbeite gern, ich arbeite viel. Aber, und ich mach's gern. Was ich aber nicht gerne hab und was ich auch nicht kann, ist das Leben im Griff haben. Immer zu wissen, was jetzt dran ist. Alles richtig machen. Das kann ich alles. Das muss mir jemand anders zeigen. Entweder zeigt es mir Gott durch meine Energie oder Gott schickt mir irgendwelche Leute, die mir dann wiederum zeigen, wie irgendwas richtig geht. Aber ich kann es nicht. Aber dieses Abgeben, dieses okay, ich bin zu allem bereit, ja, ich bin bereit, hart zu arbeiten, ich bin bereit, alles herzugeben, ich bin bereit auch zu sterben, wenn du das unbedingt willst, aber deine Entscheidung. Ich kann das nicht. Das ist die eine Entlastung, die mir hilft. So wie Ramana Maharshi, den ich eben angesprochen habe, der sagt, hey, alles wird, alles wird genau so geschehen, wie es geschehen soll. Und das stimmt, das ist meine Erfahrung. Aber sich darauf zu verlassen heißt zu sagen, okay, ich bin da, ich mach, was du willst, leben. Ja, so wie Jesus sagte, dein Wille geschehe. Sag mir, was ich tun soll. Und dann sei offen für alles, was passiert. Für alles. Meine Erfahrung mit mir selbst ist, dass das größte Hindernis bei all diesen Dingen ich selbst bin. Wenn ich Angst habe, wenn ich im Verstand lebe, wenn ich meinen Gedanken Aufmerksamkeit gebe, dann verbrauche ich den größten Teil meiner Energie und natürlich meiner Zeit da oben. Und dann geht nichts. Aber wenn ich da aussteige und loslasse und es mir wirklich gelingt, so durchs Leben zu gehen, ja, loslassen, dann dann bin ich entlastet und dann fließt die Energie. Dann kann ich alles Mögliche machen. Ja. 20, 30 Mal mehr als sonst. Das ist wirklich hilfreich. Ich meine mich zu erinnern, dass du mir geschrieben hast, dass du die Samarpa-Meditation machst. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und da lernst du das. Es dauert eine Weile. Das lernt man nicht von heute auf morgen. Ja? Wir haben unser Leben lang gelernt, ich muss es richtig machen, ich muss das Leben unter Kontrolle haben. Und jetzt zu lernen, loszulassen, das dauert halt ein paar Tage. Aber bei der Samarpan-Meditation, Samarpan heißt Hingabe, loslassen. Ja, da lernt man das ganz allmählich. Und dann geht's Leben leichter. Und ich sage das so dahin, aber ich meine das wirklich. Ich meine das wirklich mit jedem Wort. Das ist meine eigene Erfahrung. Was nichts nützt, ist
vor dem Leben weglaufen. Weißt du, Hingabe ist genau das Gegenteil. Das missverstehen viele Leute. Hingabe ist nicht vor dem Leben weglaufen, sondern im Gegenteil. Ja, du stellst dich hin und drehst dich deinem Leben, du wendest dich deinem Leben zu, dem ganzen Schlamassel, das du da vor dir siehst. Und du hast keine Ahnung, was du da tun sollst. Und du stellst dich dahin, ich rede jetzt von deiner inneren Befindlichkeit, sagst, okay, so ist es. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin zu allem bereit. Ich will mich um alles kümmern. Hier bin ich. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mir sagt, was ich tun soll. Und so betest du dann. Jeden Morgen. Nach der Meditation. Und dann fängst du an. Egal was passiert. Ja, das ist eine Hinwendung ans Leben. Hingabe. Und am Schluss möchte ich dir noch einen Trick verraten, den ich habe. Zum Beispiel, bevor ich so einen Satz sagen wie heute beginne. Oder wenn ich ein Video mache. Oder wenn ich Briefe schreibe, wenn ich E-Mails beantworte. Weißt du, ich habe genauso wenig Ahnung wie du. Ich habe auch keine Ahnung, was ich hier tue. Ich kann das hier nicht. Wenn ich wissen müsste, was ich hier tue, dann könnte ich keinen Satz angeben. Aber bevor ich einen Satzang beginne oder bevor ich ein Video beginne, meditiere ich und ich bete. Und ich sage Gott, ich habe hiermit nichts zu tun. Das ist dein Job. Also kümmere du dich drum. Ja, es ist deine Angelegenheit. Ich bin da. Ich stehe zu deiner Verfügung. Mach mit mir, was du willst. Aber das ist ja deine Angelegenheit. Und so kann ich es tun. Anders könnte ich es nicht tun. Und das Gleiche gilt für deinen Job. Das Gleiche gilt für alles, was wir im Leben tun. Für alles, für jede Kleinigkeit. Und das kannst du ganz konkret machen. Weißt du, was ich hier sage, sind nicht so Sprüche, sondern das sind Sachen, die ich ganz konkret in jeder Kleinigkeit meines Lebens tue. In deiner Situation. Du glaubst, deine Firma geht jetzt insolvent. Okay, Gott. Wenn du das willst, okay, dann soll das so geschehen. Ich bin dabei. Ich werde mich um alles kümmern, so gut ich kann. Vielleicht fällt dir ja auch noch was anderes ein, dann wäre ich auch dabei. Deine Entscheidung. Ja. Zeig mir, was ich tun soll. Zeig mir, was jetzt dran ist. Ich bin zu allem bereit. Wirklich ganz konkret, ganz praktisch. Ich sagte ja vorhin in der Antwort an den Linus mit der Angst, die er hat, ob er was tun soll oder nicht. Da habe ich das auch so gemacht. Hey, Gott, wenn du das jetzt nicht verhinderst, dann mache ich das jetzt. Das ist jetzt deine Angelegenheit. Ja? Ich habe damit nichts zu tun. Du gibst mir dafür die Energie, dann mache ich das jetzt. Wenn das falsch ist, dann ist es deine Schuld. Und das entlastet mich. Und dann fließt das Leben und dann passieren nur gute Dinge. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung, die ich immer wieder mache. Übrigens auch in ausweglosen Situationen. Ich habe das mal vor ein paar Monaten auch in einem Satzang erzählt. Ich war auch mal in einer ausweglosen Situation, wo ich dachte, um Gottes Willen, was soll nur mit diesem Leben geschehen? Ich war völlig verzweifelt. Ich war vollkommen verzweifelt. Ich wusste nicht ein noch aus. Ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Gott, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche hier ein Wunder. Ich habe einfach gebetet. Aus Verzweiflung, weißt du? Dieses Loslassen kam nicht, weil ich weise war, sondern einfach, weil ich nicht mehr weiter wusste. Und dafür ist dein Leben da. Dein Leben bringt dich an, ne?
wir hatten doch vorhin diese schöne Frage, worum geht's denn überhaupt im Leben? Im Leben geht's darum, zu erkennen, wer du wirklich bist. Und du lässt los, du lässt dieses Leben los und wendest dich dem zu, worum es eigentlich geht. Und das entdeckst du, indem du dich hingibst. Indem du, ja, Jesus sagte das so schön, Herr, dein Wille geschehe. Und das Leben bringt uns, dadurch, wie dein Leben läuft, an eben den Punkt, wo du gezwungen wirst, das zu lernen. Wir würden uns als moderne, aufgeklärte Menschen niemals hingeben. Wir glauben, wir können es selber und wir müssen es auch selber können. Kein Mensch, der bei Verstand ist, gibt sich hin. Obwohl das Einzige ist, worum es hier geht in diesem Leben. Aber dann hilft dir das Leben. Das Leben bringt dich immer mehr in Situationen, wo du erkennst, ich kann hier nichts tun. Ich bin machtlos. Ich bin am Ende meiner Weisheit. Und dann lernen wir diese Hingabe, dieses Loslassen. Dann fangen wir an, das Leben machen zu lassen. Und dann machen wir mit. Und dann wird alles anders. Du wirst es erleben. John hat dazu noch eine kurze Rückfrage, Michael. Darf ich die vorlesen? Gerne. Er fragt, also handelt Gott in dir oder über dich? Herzlichen Dank. Swamiji hat es so beschrieben, du gehst morgens ins Bad und putzt dir die Zähne und du drehst den Wasserhahn auf und da kommt Wasser raus. Ja? Dich interessiert nicht der Wasserhahn und auch nicht die Wasserleitung. Dich interessiert das, was durch die Wasserleitung kommt. Und so fühle ich das im Satsang auch oder in den Videos. Ja. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur die Wasserleitung. Ich habe noch 4 Fragen, Michael. Okay. Ich muss mich ein bisschen kürzer fassen, glaube ich. Lady Key. Hallo Lady Key. Lieber Michael, du sprichst oft von der Seele. Ist die Seele nicht immer ganz? Kann man abgespaltene Seelenanteile zurückholen und einbehaltene Seelenanteile zurückgeben? Danke. Danke für deine schöne Frage. Also mit der Seele ist es so. Die Seele ist nicht so ein Ding, das da rumliegt, neben vielen anderen Dingen. Die Seele ist auch nichts, was du nehmen kannst, um dann da was hinzuzufügen oder was wegzunehmen. Das geht alles nicht. Das Wort Seele hat eine ganz praktische Bedeutung. Vielleicht kennst du das bei Seilen, ja, wenn du ein Seil hast. Jedes Seil hat eine Seele. Sind die innersten Drähte eines Seils. Ja, das ist die Seele des Seils. Das Innerste. Das ist die ingenieurmäßige Bedeutung des Wortes. Ich bin Ingenieur. Seele heißt das Innerste. Und auf uns Menschen übertragen heißt es, die Seele ist es, was in dem wohnt, was wir hier sehen und erleben. Und was wir hier sehen und erleben, das bist nicht du. Du glaubst, du bist es, aber es stimmt nicht. Und die Seele ist es, was diesen Körper bewohnt, diesen denkenden, fühlenden, handelnden Körper. Und das, was du in Wirklichkeit bist,
Das ist diese Seele. Aber du weißt darüber nichts. Und du kannst mit dieser Seele nichts machen. Sie ist kein Ding, das du in die Hand nehmen kannst. Du bist das, ohne es zu wissen. Das Einzige, was du tun kannst, ist, irgendeinen Trick zu lernen, der dir dabei hilft, zu erleben, wer du wirklich bist. Und wenn du das erkannt hast, dann stellt sich nicht die Frage nach Abspalten oder hinzufügen oder alles. Du entdeckst, du erlebst immer mehr, das bin ich. Das bin ich. Und je mehr du das erlebst, desto mehr auf eine ganz natürliche, selbstverständliche Art und Weise erlebst du einen Abstand zu dem, was wir normalerweise so ernst und so wichtig nehmen, dieser Körper und diese Welt und alles, was da passiert. Je mehr du eine Ahnung davon bekommst, wer du wirklich bist, desto unwichtiger wird der Rest. Und das ist eine interessante Sache, weil das ist das Spannende auf diesem spirituellen Weg, weil du dich im Grunde auf den Weg zu etwas machst, was du weder sehen noch spüren kannst. Irgendwie hast du Energie dafür, irgendwie weißt du, da geht's lang, irgendwie weißt du, das ist der richtige Weg. Auch wenn es total verrückt klingt, was der Michael sagt oder irgendjemand anders. Du machst dich auf den Weg zu etwas, was du nicht erklären kannst, was du nicht noch nicht mal ansatzweise wahrnehmen kannst. Ganz, ganz, ganz langsam merkst du immer mehr, dass du das bist, von dem du da gar keine Ahnung hast. Man kann es schwer in Worte fassen, wie das ist. Man muss es einfach selber erleben. Aber du hast recht, die Seele ist ganz. Du bist immer ganz. Aber es nützt dir nichts, solange du glaubst, du bist dieser Körper und dieses irdische Leben und die Gedanken und die Wünsche und deine Sorgen. Ja, und der Trick besteht darin, ich wollte mich kurz fassen, ich habe schon wieder versagt. Der Trick besteht darin, diese Entdeckungsreise anzutreten, während man lebt, während man in einem Körper lebt. Ja, man lebt als Mensch, als denkender, fühlender, handelnder Mensch. Und doch lernt man gleichzeitig, dass ich das nicht bin. Das ist das Spannende an diesem Spiel, an dieser Entdeckungsreise, die wir hier haben. Danke für deine Frage. Mr. Blue fragt, Jesus war sicherlich ein spiritueller Sucher bzw. Erleuchteter. Hatte Jesus selbst ein Satori oder Samadhi oder ein Erleuchtungserleben? Danke für deine Frage. Wie war der Name? Ich habe ihn nicht ganz richtig verstanden. Mr. Blue. Mr. Blue, toller Name. Also Jesus war so ein Kaliber von Guru, der hatte, weißt du, ein Erleuchtungserlebnis ist einfach. Natürlich hatte Jesus ein Erleuchtungserlebnis, sonst wäre er nicht da gewesen, wo er, der lebt im Himmel, ja,
der hatte nicht nur ein Erleuchtungserlebnis, sondern der hat dann gelernt, dort zu leben. Ja, ein Erleuchtungserlebnis ist einfach so ein erster Einblick in das, was deine wahre Natur ist. Das haben viele Menschen. Aber dann zu lernen, so zu leben, trotz der täglichen Ablenkungen und Verführungen, trotz der Welt und der Menschen und der eigenen Gedanken, das ist eine ganz andere Geschichte. Den Weg gehen nur ganz wenige. Und den ist Jesus gegangen. Das kannst du daran erkennen, was für eine unglaubliche Energie von ihm ausgegangen ist. Diese Energie, das, was die Menschen fühlen konnten. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob der ein Satori-Erlebnis hatte. Ich bin sicher, der lebte so. Für mich ist es gar keine Frage. Jesus war eine Zeitenwende. Jesus war, das war ein Mensch, der das damals vollkommen unerhörte Wissen, dass Gott nicht draußen ist, sondern innen, in die Welt gebracht hat, zu den normalen Leuten. Ich meine, das Wissen ist uralt, das gab es auch schon tausende Jahre davor, aber Geheimwissen bei irgendwelchen Weisen im Himalaya, sonst wo, das war das war ein Gigant, der hat die Welt verändert, weil der dieses Wissen, der hatte so eine Kraft, der hatte so eine Klarheit, der hatte so eine unendliche Energie, dass er dieses Wissen zum ersten Mal in die Welt rausgetragen hat. Die Welt hat es ihm natürlich verübelt, aber dazu war er fähig. Ja, danke. Ich spreche gern über Jesus. Vielleicht schaffen wir ja noch 2 Fragen. Mal schauen. Hiranya Kashipu hat eine Frage. Hi Michael, kannst du etwas zu Schuld und Vergebung sagen? Wie ist deine Betrachtungsweise? Danke für deine Frage. Das ist eine große Frage. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch schaffe. Ich fürchte nicht. Ich möchte jetzt mal schauen, was die nächste Frage ist. Vielleicht kann ich zu der noch was sagen. Aber ich möchte die Frage jetzt nicht so kurz abfertigen. Ich glaube, dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Du kannst mir entweder schreiben, schreib mir eine E-Mail und dann antworte ich in dem Video oder im nächsten Satz. Würde mich sehr freuen. Tut mir leid, ich will nicht, dass der Devasito wegen mir überziehen muss. Ich lese gleich die letzte Frage vor. Ich möchte noch kurz Rückmeldungen von Tom und Linus vorlesen. Ja, Tom, danke für deine Antwort, Michael. Es ist sehr hilfreich. Also Thomas. Es ist sehr hilfreich. Ich freue mich auf mein nächstes Gespräch, wo ich Selbstwahrnehmung üben kann. Und Linus, danke. Mach's falsch. Das musste ich gerade nochmal hören. Auf zum fröhlichen Scheitern. Ja, sehr schön. Ja, du hast mich verstanden. Das freut mich. Mike schreibt, ich hatte einige tiefe Erfahrungen während der Meditation von unfassbarer Stille und Glückseligkeit. Kannst du mir sagen, wie ich die Stille mehr in meinen Alltag transportieren kann? Oh, danke, Mike. Danke für die schöne Frage. Mach dir darüber überhaupt keine Gedanken. Und vergiss die Erfahrungen, die du in der Meditation hattest, auch wieder. Wenn du dich daran erinnerst und dann versuchst, diese Erfahrungen mit in das Leben zu nehmen, dann ist man eigentlich in den Gedanken. Ja, das ist ganz lustig. Aber
Was du dann feststellen wirst, ist, dass du im Alltag dich plötzlich manchmal dran erinnerst. Du machst irgendwas, bist vielleicht ein bisschen hektisch und plötzlich merkst du, oh, ah, ich könnte jetzt aber auch anders damit umgehen. Aber in dem Moment bist du schon anders. Ja, dann hat dich deine Energie, deine meditative Energie eingeholt im Alltag. Das ist wunderbar. Und das passiert dann immer mehr, immer mehr. Also vertraue darauf, dass das von selbst geschieht. Meditiere regelmäßig, jeden Morgen, aber denk nicht drüber nach. Versuch dich nicht dran zu erinnern. Das ist mit dem Bewusstsein so eine Sache. Ja, ganz schnell hat man dann so ein Pseudo-Bewusstsein, was eigentlich nur Gedanken sind. Deswegen ist meine Empfehlung, sich darüber nicht groß Gedanken zu machen. Du kannst dich darauf verlassen. Wenn du jeden Morgen meditierst, dann wird sich das ganz allmählich immer weiter ausbreiten. Und wenn es dich dann am Tag eingeholt hat, ja, du spülst gerade ab und plötzlich merkst du, oh, du bist aber ein bisschen hektisch, du machst es gerade, könntest es eigentlich viel ruhiger und viel meditativer machen. In dem Moment bist du schon wieder meditativer geworden. Und dann kannst du das genießen, dann kannst du das zulassen. Dann kannst du merken, ich habe es gerade eilig, aber das ist mir jetzt egal. Ich bin jetzt viel lieber in dieser Tiefe und wasch ganz gemütlich und mit Freude ab. Ja, da kannst du dann sozusagen dem deine Aufmerksamkeit geben. So erlebe ich das. Es geht von selbst. Immer mehr, immer mehr. Danke für diese schöne Frage am Schluss. Ja, und bevor ich schließe, nochmal Dank an euch alle. Ich freue mich so sehr, dass ich mit dir im Satsang sein darf. Das ist für mich wirklich ein Privileg und eine große Freude. Und das ist auch immer wieder erstaunlich. Ich habe das erlebt in den Satsangs von meinem spirituellen Meister, mit dem ich 20 Jahre lang umhergereist bin. Ich hatte manchmal auch eine Erkältung oder war richtig krank. Aber wenn es dann an den Satsang ging, dann war die Energie da. Die war einfach da. Und das erlebe ich jetzt auch. Das hat so eine Schönheit und so eine Energie und das ist so ein Geschenk für mich. Und ich danke dir, dass du da bist. Und ich möchte zum Schluss noch erwähnen, erstmal möchte ich Devaseto danken und jetzt TV, dass wir das hier machen können. Vielen Dank, Devaseto, dass das möglich ist und danke für deine unglaubliche Arbeit. Ich möchte euch daran erinnern, dass jetzt TV sich darüber freut, wenn Spenden eingehen. Das Ganze muss nämlich bezahlt werden. Es macht unglaublich viel Arbeit. Und das Gleiche gilt für mich auch. Alles, was ich hier mache, online ist kostenlos. Meine Satsangs sind kostenlos. Meine Videos sind kostenlos. Aber das macht viel Arbeit und braucht viel Energie, viel Zeit und auch Geld. Und ich freue mich wirklich sehr für jeden Menschen, der da mich unterstützen mag. Wenn es dir Freude macht, dann unterstützt mich gerne. Auf meiner Website findest du auf der Spendeseite die Infos dazu. Und ganz am Schluss noch der Hinweis, dass es jetzt ganz neu auch 2 Retreats mit mir gibt nächstes Jahr. Es hat sich eben jetzt Anfang Oktober ganz spontan ergeben. Da war ich in Österreich zu den Nicht-Dualität-Tagen, die von Jetzt TV veranstaltet worden sind. An einem wunderschönen Retreatort. Und dort werde ich nächstes Jahr 2 Retreats geben dürfen. Einen Ende Mai und einen Anfang Dezember. Ich freue mich total drauf. Es wird eine ganz wundervolle Zeit. Und falls du Lust dazu hast, falls du Energie dafür spürst, freue ich mich, wenn wir uns da sehen. Auch dazu findest du natürlich auf meiner Website die Informationen. Danke, dass du da bist. Danke für Satsang. Ich liebe dich.